Servus und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Artist Talk. Heute mein Gast Miko vom P4L. Was geht ab? Hit them up, der Man mit der Bohrmaschine. Ja, wirklich alle hier die Farbe. Sie fragen, was ich mit der Bohrmaschine mach. Mit meiner Bohrmaschine mach ich immer Krach. Und mir egal, ob sie über mich noch lacht. Die Bohrmaschine liegt zwischen uns beiden in der Nacht. Na, na, na. Viel gesehen, nichts gesagt. Steh noch immer hier und habe nicht versagt. Sie tun die Wahrheiten gern verdrehen. Durch eure Lügen bin ich noch am Leben. Was geht ab, Miko? Schön, dass du hergefunden hast. Soundstar Studios. Danke, Bruder, jetzt. Ganz meinerseits. Was geht ab, Digga? Erzähl mal ein bisschen. Was soll ich Was dir treibst du? Viele, für die Leute, die dich nicht kennen, du bist der Mann mit der Bohrmaschine. Ganz genau. Für die anderen, die dich kennen, Westend, Straßenlegende, Sowieso. Street Gladiator und jetzt Rap für die Arbeiterklasse, sozusagen. Bruder, ja, für die Arbeitsklasse sowieso. Baustelle immer aktiv. Hört man mich? Bruder, jetzt ja, Bohrmaschine war sowieso so ein Hit, was keiner gedacht hat, was keiner erwartet hat. Was hast du da gemacht für die Leute, die es gar nicht so wissen, was wir jetzt mit Bohrmaschine meinen? So. Bruder, jetzt das Bohrmaschine ist sowieso so ein ausgelutschtes Ding, sagen wir es mal so. Kennt jeder oder diesen Gag kennt jeder. Ich bin eigentlich zum Freund gefahren, um Beats rauszupicken. Am Ende wollten wir nur mein Compadre Enesik Motherfucker, schöne Grüße an Enesik. Enesik, auf jeden Fall, wollte man nur so einen Gag machen, haben wir 16 Sekunden aufgenommen, Freestyle habe ich das gemacht. Und diese Scheiße hat viral eingeschlagen und das ist durch die Decke. Ich habe gesehen, auf mehreren Kanälen über 1 Million Klicks, manchmal sogar 2 Millionen Klicks. Ja. So ist eine Parodie auf ein Capital Bra Beat, oder? Ganz genau. Aber nur eigener Beat. Komm, hau mal einen Vierzeiler raus von der Bohrmaschine. Was? Ja, komm, einmal. Fragen, was ich mit der Bohrmaschine mache. Mit der Bohrmaschine mache ich immer Krach. Ja, war auf jeden Fall sau lustig. Auf jeden. Aber wie hast du angefangen, Hip-Hop zu machen? Weil du bist ja schon lange dabei, hattest einige Projekte auch im Fernsehen und so. Erzähl mal ein bisschen was von dir für die jüngeren Leute, die dich nicht kennen. Bruder, ich will nicht jetzt so mich hier hinstellen, als wäre ich irgendwas. Ich bin gar nichts. Ich war immer präsent, also von mir aus selber. Musik war immer im Vordergrund bei mir. Ich war Tänzer, damals Breakdancer. Ich habe Musik. Vollgas oder so? Richtig also Vollgas. So mit Gruppe und so weiter? Ja, natürlich. Mit Gruppe Rocking Shoes damals hießen wir. Yeah. Zweiter Platz in München. Damals war Street Crazy Brothers. Wir waren danach. Und ja, also Musik hat immer in meinem Leben ein Vordergrund gespielt. Also wir waren. Wie bist du da vom Tanz zum Rap gekommen? Ja, dann kam ich zu der Baustelle. Dann war die Baustelle. Ganz genau. Die Bohrmaschine war an. Genau. Und und dann habe ich halt so, ich werde es nie vergessen, da war ein alter Schulkollege bei mir in der Innung. Der hat mir Agro Berlin damals gezeigt und ich habe immer Army Rap gehört. Army Rap war für mich immer so, also das haben wir alle gehört. Und dann hat er gesagt, hey, hör mal hier, Deutschrap hier, Agro Berlin. So hat es angefangen. B-Tight, werde ich nie in meinem Leben vergessen. Das war, sag schon, den fucking Song. Wer hat das Gras vergessen? Der Endpunkt. Der Nigger. Der Endpunkt heißt es heutzutage. Entschuldigung, der Endpunkt. Aber natürlich, wer kennt das Lied nicht, Digga? Genau, und dann ich glaube, bei dem Lied ist fast jeder zum Rassist geworden, sozusagen. Ja, nicht. Das war ja auch eigentlich das Thema, warum das so viral gegangen ist.
weil er das Wort auf Deutsch ausgesprochen hat auch so. Nee, bei mir ging es gar nicht um das Wort. Nein, überhaupt nicht, es ging ja um Kiffen. Ja. Er hat halt mit diesen Nee, bei mir ging Style gespielt, die Schwarzen kiffen, die verticken, die rauchen viel Gras, die ballern sich ordentlich weg. Und er hat halt damals dann so voll in die Öffentlichkeit, so oder so in Bayern, wo wir leben, Gras voll verboten. Sowieso, Bayern. Und das sowieso. war halt wie so eine Hymne für die Kiffer so. Ja, und jeder vor allem mitsingen. auf Deutsch das rüberzubringen. Und das war für mich so, wow, geil. Und auf Deutsch zu rhymen, und das kannte ich gar nicht. Ich kannte immer dieses Army-Zeug und so. Und das hat mich halt geflasht. Und dann habe ich das gehört. Und dann habe ich gesagt, alles klar. Klar, Haus, Maus, Rhyme, das kann jeder. Aber habe ich dann angefangen. Ja, aber damals war ja fast alles Haus-Maus-Rhymes. Das hat sich ja dann eigentlich auf Deutsch auch mehr oder weniger erstmal dann entwickelt, so bis da mal ein Kollege gekommen ist und der mal lyrisch gezeigt hat, was eigentlich so alles möglich ist. So die Kings damals im Untergrund waren Frauenarzt, MC Bastard und so. Das war eigentlich alles so, finde ich, leicht. Bruder, die kannte ich gar nicht. Die kannte ich alle nicht. Ich war ein Breaker. Wie gesagt, ich war ein Tänzer. Und vom Tanzen bin ich halt... Traumtänzer. Ja, genau, so ein Traumtänzer, ganz genau. Du sagst so, und dann war das Breakdancen auf einmal von heute auf morgen so... Ja, das war nicht mehr da. Ja, es ist auf einmal auch verschwunden. Ich weiß auch nicht genau warum. Ich kenne zwar immer noch Jungs, die immer noch abgehen. Schöne Grüße an Hamudi. Auf jeden Fall. Hamudi auf jeden Fall immer noch straight dabei, auf seinen Ellerbogen zu stehen, einarmig. Das ist so sein Power-Move. Respekt. Aber Respekt. Es ist schon untergegangen. Es war auch die Graffiti-Szene war früher so mehr gefragt eigentlich. Ganz genau. Aber ja, ist ein bisschen alles so in die Nischen verschwunden wieder. Ja, alles für den Arsch irgendwie gewonnen. Und dann habe ich halt dieses Rap gehört, auf Deutschrap. Also Deutschrap habe ich gehört. Und dann dachte ich mir so, okay, alles klar, versuch mal. Dann habe ich gemerkt, Alter, es liegt mir. Also ich kann es auch. Ja, und dann fängt man halt klein an. Ich habe damals dann dein Tape gehört, das erste West End Tape. Auf jeden Fall für damalige Zeit schon krasse Scheiße. So. Ich weiß noch so Sprüche wie ich bin der Junge, der in die Schule kam mit einem Gewehr und ganz genau. so ein bisschen gespielt mit Amokläufen und sowas. Also war krass. Ja, okay. Viel war realistisch, war auch echt. Aber okay, das was mit der Amok und so, ja, das aber war das hat übertrieben. man schon verstanden, dass das jetzt nicht so Real Talk ist, sondern mehr so, wie wenn du einen Film schaust. Ja, klar. Also in meiner Zeit, also ich bin zu einer Zeit aufgewachsen, so 86er Jahrbau, 90er Jahr. Da ist schon im Westen viel abgelaufen, ist viel gewesen. Ich kann mich noch an Zeitungsartikel erinnern, Hälfte der Westend-Jugendliche hinter Gitter. Ja. So, also war schon krass. Und Raubüberfälle, Tagesordnung auf jeden Fall. Und zu der Zeit war ich so ein kleiner Pisser. Ich war ein kleiner Kacker. Ich habe das alles vor meinen Augen gehabt und alles miterlebt. Und klar übernimmt man das Ganze irgendwann mal und fährt die Schiene weiter. Klar haben wir unsere Scheiße gemacht, unsere Erfahrungen und alles das Ganze. Aber im Endeffekt ist, lernst du draus oder lernst du nicht? Am Ende des Tages bleibt dir, was machst du draus? Aber was trotzdem auch für mich interessant war schon damals, dass du so die Street-Sachen eigentlich, du warst immer Straße, jeder wusste, Miko, kurze Zündschnur, kann explodieren, macht hier, macht da, macht diese Sachen, dies und jenes. Aber in deiner Musik hast du das gar nicht so krass wiedergespiegelt, fand ich so. Nee, hab ich nicht. Aus dem Grund, jetzt sage ich auch warum, ich wollte nie diesen Macker oder ich wollte nie ich muss ja nicht erzählen, was ich erlebt habe. Also ich erzähle schon Real Talk, um Gottes Willen, aber ich halte mich in Grenzen. Ja, aber du suchst mir so bei Real Talk schon die positiven Sachen, das meine ich so. Jetzt nicht unbedingt, nicht falsch verstehen, also es gibt natürlich schon auch Street-Songs von dir, so. Ja. Aber ich meine, es ist jetzt nicht generell so, dass man sagt, wie so ein 187-Künstler, wo man schon weiß, jeder Song geht ungefähr um das oder um dies. Da könnte ich du hast noch auch früh schon mit Sänger und Sängerinnen zusammengearbeitet.
damals mit einer deiner Ex-Freundinnen, war auch im Fernsehen damals und Stimmt, so, ne? Auf jeden Fall, wie hieß der Song nochmal? Das war die Lil Susi, hieß sie. Der Song. Richtige Lil Susi. Auch richtig geiler Song. Nur ich wollte nie mein kriminelles Leben preisgeben. Oder so wie heute, so ich verkaufe das, ich mach das. Ja, ich bin nicht auf den Kopf gefallen, um mich selbst, weißt schon, preiszugeben oder sonst was. Deswegen habe ich mich immer im Rahmen gehalten, sagen wir es mal so. In Bayern ist es halt auf jeden Fall auch gefährlich, Sowieso. so über solche Sachen zu rappen. Da, Wissen wir beide. Da muss man halt dann auch in Kauf nehmen, dass die ein oder andere Hausdurchsuchung da mal stattfindet. Ganz genau. Ich glaube, die Münchner Rapper könnten davon mehr Stories machen, Instagram-Stories, wie Hausdurchsuchungen passieren, wie in Berlin oder woanders. Ja, klar. Die trauen sich halt reden. dann schon gar nicht mehr, das auch wieder zu filmen und zu posten, weil ganz genau. dann hast du die halt jeden zweiten Tag bei dir. Ich kann ja damit rumprollen und was weiß ich was. Hier in Bayern ist was ganz anderes. Hier in Bayern ist so, und vor allem heutzutage, ich habe 2 Kinder, ich würde das nie irgendwie das erzählen, dateimäßig und was ich gemacht habe, was ich getan habe. Das kann ich denen privat sagen, aber ich muss es nicht im Song präsentieren. Ja klar, zu offensiv braucht man nicht Ganz genau. mit solchen Sachen umgehen. Zum Beispiel, ich mache ja mehr so den Street-Sound, harten Shit, Ja. aber man muss sich schon ganz genau überlegen, auf jeden Fall. Auf jeden Was Fall. kann man Also, hier sagen, was kann man hier nicht sagen? Wie viel Risiko will man eingehen, später dadurch Probleme zu bekommen. Klar. Also ich habe ein Lied Dope-Lieferant rausgehauen. Hammer. Hammer Song, Bruder, aber muss Sehr man geil. auch erstmal Props. machen in Bayern. Weißt du, wie ich meine? So, da haben mir auch schon einige Leute gesagt, überleg dir, das ist zwar in Holland gedreht und dies und das und bla bla bla, aber man weiß ja, wie die Mühlen mahlen in Bayern. Ja, Bruder, das Und liegt so an ist es dir. halt. Das liegt Ja, an dir. die waren ja Du dann, hast es represent, du hast es preisgegeben, du stehst dazu. so ist es, Und Bruder. so soll es auch sein. Die Herrschaften waren ja auch dann ein paar Wochen später bei mir zu Besuch. Ja. Also so ist es halt. Ja, So ist es willkommen halt. in Bayern. Ja, so ist es halt. Ja, aber klar. darüber reden wir wann anders, wenn Ja, die genau. Gerichtsverfahren vorbei sind, dann können wir mal darüber ein bisschen quatschen. Genau. Aber auf jeden Fall, ja man, straight. Was hast du jetzt so, habt ihr einen neuen Videomacher, Ghost Shot? Bruder, was heißt neuer Videomacher? Ghost ist ein Bruder. Damit meine ich bei dir mehr oder weniger so, weil in der Vergangenheit hattest du auch immer eigentlich so feste Leute. Du wechselst jetzt nicht so auf dein Team. Nein. Ich arbeite immer fokussiert mit einem. Damals war es der Michael Augustin. Wie hat er sich nochmal genannt, weiß ich jetzt nicht. Schau mal, ich vergesse es. Aber egal, sehr cooler Typ, um Gottes Willen, sehr, auch brudermäßig, alles so. Props an ihn, schöne Grüße. MA-Design. MA-Design, genau, danke dir. Der hat Dann auch war- Ghetto Blaster gedreht. Ganz genau, zu deinem Video, da bin ich ja auch zu sehen. Normal. Und dann gab es Misha. Der Verschwundene, der Verschollene. Genau, der Verschollene. Leider Gottes aber alles Gute für ihn, wenn er sich für seine Familie entscheidet. Alles. Ich feiere das. Nur ich mag dieses Klartext. Man soll schon was sagen, wenn man sich zurückzieht oder keinen Bock hat auf irgendwas oder Aber sowas. du weißt, Bruder, wenn du einmal im Everglade festsitzt, Bruder, dann ist halt schwierig, Mann. Verstehe ich vollkommen. Dafür, also deswegen habe ich auch vollkommen Respekt dafür. Ghost ist ein Mensch. Ich fange mal vom Mensch an, wie ich ihn kennengelernt habe. War immer straight, immer direkt. Wir haben, bevor wir überhaupt Videos gedreht haben, haben wir stundenlang telefoniert. Stunden. Ich kenne dich, Bruder. Ich weiß, was bei dir stundenlang telefoniert. Ganz genau. Stundenlang. Kommt drauf nur auf den Zustand immer an, aber es Nein, gibt Stunden nicht ohne nur, Probleme. nicht nur Zustand. Bruder, weil wenn ich jemanden habe vor mir, der mich mit der Linse aufnimmt, mit dem muss ich mich verstehen. Der muss mich führen können. Ich muss auch vor der Linse
dastehen und mich bewegen können, dass er mich versteht. So, auch menschlich. An erster Stelle ist das Menschliche. Auch nur ein Video rausgekommen. Ja, da sind viele. Aber jetzt bis jetzt so eins, oder? Das PVL lebt immer noch. Nee, Bruder, der hat Hustet, hatte von mir und Filou, hatte gedreht. So lange macht es schon. Das war unsere Kennenlernphase. Also okay. Also, das ist eine Kennenlernphase. Was geht mit Filou so nebenbei? Bruder, jetzt kann ich dir nicht wirklich sagen. Filou, eine Zeit lang habt ihr sehr viel zusammen. Ja, wir waren sehr produktiv, wir waren sehr aktiv. Aber momentan, Bruder, Funkstille, oder? Ja, sehr Funkstille, ja. Sagen wir es mal so. Okay. Ja, aber sehr ein krasser Künstler, muss ich da zu sagen. Ich hoffe, er geht seinen Weg, er macht sein Ding. Sehr, also ich wünsche ihm alles Beste vom Herzen. Nur der sollte mal wissen, wer er ist, weil der hat's mega drauf. Der sollte sich sehr schätzen. Viele haben halt das Selbstwert nicht. Ja. Viele könnten viel mehr aus sich rausholen. Auf jeden. Aber trauen sich halt selber nicht zu. Das ist halt manchmal so. Ja, schade. Finde ich sehr schade. Ja, Mann. Und jetzt mit Ghostshot, die Arbeit funktioniert anscheinend super, oder? Mit Ghostshot hat sich so entwickelt, dass wir Videos gedreht haben und dann hat man jetzt ist er ja fest dabei. Genau, dann hat man also wir waren privat unterwegs und haben Privatsachen erlebt und Bruder, ich habe ihn direkt gefragt, magst du bei P4 einsteigen, magst du dabei sein? Und er hat mir am Anfang gesagt, lass mir Zeit, lass mich überlegen, weil er ist eigentlich so ein Solo-Künstler. Und dann hat er mir kurze Zeit später, also ich kann es dir jetzt nicht sagen, wie lange es gedauert hat er gesagt, ich will dabei sein, weil er gesehen hat, wir sind straighte Leute, wir sind keine Schmalaberer, wir sind direkte Menschen, wir sind Brüder. Ich wollte schon auf diese Bohrmaschine. Bruder, es ist einfach ein Teil diese Bohrmaschine bleibt immer drin. Er hat halt gesehen, natürlich, man wird enttäuscht von vielen Menschen hier. Musik braucht man gar nicht reden. Wisst mal alles. Sehr viel. Ganz genau. Und er hat halt gesehen, was für Menschen wir sind und dass wir nicht Laberer sind oder es geht um Videodrehs oder nur, hey, wir sind so. Nein, Bruder, wir sind wir sind da. Wir stehen füreinander da, wir fallen zusammen. Und der geilste Spruch, was er gesagt hat, also beziehungsweise was wir sagen, wir fallen miteinander, wir steigen miteinander. Also, verstehst du, wir steigen auf miteinander, wir fallen miteinander. So ein Schlachtruf. Ganz genau. Und genau. Und er hat die Vierer ausgefüllt. Er ist jetzt seid ihr wirklich zu viert. Ganz genau. Wer ist da noch dabei bei euch? Enestic sowieso, ich und Enestic, die Gründer von macht der halt Crew. Mehr auf Albanisch, oder? Ja, Shibtar. Das ist sowieso Enestic, Motherfucker, schöne Grüße. Ich habe gesehen in irgendeinem Video jetzt, ich weiß nicht, ob schon draußen ist, er reitet auf dem Pferd, so, oder? Richtiger Papa. Ja, richtiger Papa, richtig. Also, Enestic ist so einer, der weiß, was er will, der weiß, was er macht und das finde ich gut. Und also im Endeffekt jeder von uns weiß, wenn er einen Song macht oder ein Video oder sowas, er weiß ganz genau, welche Richtung er geht, was er will und wie es enden soll. Ja, normal. Und das ist ja auch viel Solo und auf jeden, ja. Nicht die ganze Zeit jetzt zusammen Mucke oder so. Nee, aber auf jeden Fall. Aber trotzdem ist cool, ihr supportet immer, habe ich gesehen, den anderen. Immer. So, dann gibt es bei euch noch den MBMA. MBMA ist sowieso, also auch ein sehr, sehr, sehr krasser Künstler. Es war auch so eine Sache damals, wie er ins Board eingestiegen ist, also zu uns. Ich habe ja bei ihm gewohnt. Ich habe ein halbes Jahr bei ihm gewohnt. Dieser Mensch, das ist ein Herzensmensch, der hat mich aufgenommen. Bruder, das war halt einfach da, Digga. Nein, was ich dir sagen will, wie P4L ist, das kann man sich gar nicht vorstellen.
Das ist so entstanden, das ist menschliche. Das ist nicht musikalisch, das ist nicht, ey, der macht das, der macht das. Nein, das ist brüderlich. Das ist, wir sind da. Scheiß auf Musik, scheiß auf das, scheiß auf das. Nein, wir stehen füreinander menschlich da, brüderlich, herzlich. Und danach Ja, kommt normal, Musik. ich meine, wir sind jetzt auch alle in einem Alter, wo viel auch Privatleben ist. Man kann jetzt nicht jeden Tag nur Mucke machen. Nee, Man nee. braucht sich wahrscheinlich öfters im Real Life, als wir jetzt auf musikalischer Ebene. Ja, aber das Geile ist, Oder wir so. sind im Real Life, im Musikalischen, wir sind immer da. Also, Ja, das meine ich ja so. das ist ja das muss ja Geile. hauptsächlich stimmen irgendwann in einem Genau. gewissen Alter so. Genau, das Weil da ist, Musik einfach nicht mehr die spielt immer eine große Rolle für Leute, die Musik machen. Aber Auf es kann jeden halt Fall. nicht mehr die erste Geige spielen irgendwann. Und dann Nee. zählen halt auch andere Sachen. Dann Ja, zählt klar. halt, bist du da, bist du loyal. ja, Bruder, Privatleben ist, holt uns alle ein. Vor allem Leute, die Kinder haben, Enerstic, ich, MBMA und GoShot haben ja keine Kinder, aber die Ja, sind bei euch als Kinder. so in der Art, ja, Bruder. Nein, wir haben die als Kinder. Nee, Schmarrn, aber Bruder, es geht Aber ums MBMA Menschliche. hat vielleicht selber keine Kinder, aber für Leute, die es nicht wissen, arbeitet im Freizeitheim, kümmert sich da um die Danke. Kinder so. Danke, Also gut. ich meine, es ist ja auch jetzt nicht so, dass man unbedingt immer nur selber Kinder braucht. Es gibt genügend Kinder, die Ganz Hilfe genau. brauchen. Ja. Und immer korrekt, wenn jemand mit Kindern zusammenarbeitet, auf jeden Fall. Brutal. Also der Mensch macht Hammerarbeit. Also im Jugendzentrum, der ist im Haar unterwegs. Er ist da, also Hut ab, Respekt, was dieser Mensch auf die Beine bringt oder was er macht oder was er für die Jugend tut. Projekte, musikalisch, egal was es sei, er ist da. Probleme, wenn die brauchen, die kommen zu ihm. Wie du es gerade auf den Punkt gebracht hast. Man braucht nicht Kinder selbst zu haben. Du hast es sehr gut ausgesprochen. Muss man nicht. Nee, du hast es sehr Es gibt gut genügend ausgesprochen. Kinder, denen es oder so nicht gut geht. Also MBMA ist sowieso was ich sehr, also stark einschätze und sehr respektiere und sehr, also allgemein, unsere Crew, das was ich dir sagen will. PFL ist nicht so nur musikalisch, sondern PFL ist schon mehr als nur was Musik betrifft. Also PFL ist Familie. Familie kann man heute groß aussprechen. Eigentlich war ja früher Projektil mal dein Rappername. Ganz genau. Projektil war mein Rappername und Miko ist mein Spitzname, wo jeder gesagt hat, hey, mach mal Miko, dies, das. So hat das Ganze sich entwickelt. Miko. M-I-K-O. Stimmt, ja, Bruder. Was geht ab? Welche Projekte hast du so in Zukunft geplant? Jetzt war ja eigentlich längere Pause und jetzt kam PVL lebt immer noch, oder? Der Track? Genau, und danach kam M.I.K.O., ein Intro. Bruder, wir haben so viele Songs am Start. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll oder aufhören schon soll. ab oder macht sie das gar nicht? Oder Wie bitte? machst du Spotify jetzt auch? Also kann man dich in Zukunft auch hören auf anderen Portalen als wie YouTube? Spotify habe ich auch, auf jeden Fall. Nur das muss man ein bisschen oder anpassen und ganz einstellen genau, und weil bla, bla. ich habe das damals nicht so ernst genommen. Ich habe das Menschen in die Hand gegeben und hey, mach mal du, und der andere hat da hochgeladen, der andere dort, und ich muss das jetzt mal alles so Bündeln. ganz Aber genau. die neuen Sachen gibt es die schon auf Spotify auch oder noch nicht? Sind wir dabei, aber auf jeden Fall haben wir sehr viele Songs, habe ich auch im Facebook. Sag mal bei so Video. Spotify dein altes Western-Tape hoch, Alter. Bruder, Das musst du, das ist legendär, hab ich Bruder. nie mehr. Wie, das hast du nicht mehr. Das habe ich nicht mehr. Wahnsinn. Ja. Also jetzt ein öffentlicher Aufruf, Ja. wer das legendäre Miko bzw. Projektil Tape, Western Tape noch hat, Alter, der in die Schule kam mit dem Gewehr, krasseste Song. Das auf war jeden richtig Fall. krass, ja. Das Richtig war nice. echt krass, Mann. So, Aber schade. wolltest du auch so einen Sampler machen oder bleibt es nur so bei vereinzelten Featuren so zusammen? Bruder, wie gesagt, wir haben so viele Songs am Start.
miteinander, einzeln, dann zum Beispiel Enersik mit mir im Feature, dann MB, ich mit dem Go Shot habe viele Songs. Es ist gemischt, also wir müssen das auch nur... mal Features außerhalb, kannst du dir vorstellen, mit anderen Leuten Features? Ja klar, Logo, also... So, weil bis jetzt war es ja immer so in der Gruppe. Nee, Bruder, also wir sind... gibt, außer dieses Desert mit Desert, oder? Hattest du mal so einen Track, wo ein bisschen auf Jugo und Ding war, oder? Bruder, ich hab mit vielen, aber nur das Problem ist, ich will Songs machen mit realen Leuten. Also mit Leuten, mit denen ich mich auch verstehe. Das muss ja auch passen. Aber Mit einfach... Little Phils. Nee, das brauche ich nicht. Willst nicht mit Little Phils? Nee, Little Phils, ich kenne das nicht. Da mache ich lieber mit einem aus der Baustelle, weißt du, der keine Ahnung von Musik hat. Bruder, der soll mit der Bohrmaschine bohren, ich rap drauf. So, Ich will das Real. Also das Erste an der Stelle ist menschlich. Weißt du, man soll sich verstehen, man soll miteinander klarkommen, aber nicht so, hey, der hat einen Namen und ich muss mit denen jetzt einen Song haben. Ich scheiß auf das. Ich fuck auf ihn. Der kann der Größte sein, der kann, was weiß ich, was er sein kann. Der kann, egal, braucht man keinen Namen erwähnen oder so, interessiert mich nicht. Wenn du ein Mensch bist, ich bin ein Mensch, wir verstehen uns miteinander, Bruder, dann können wir immer einen Song machen. Da steht nichts im Weg. Also Leute, meldet euch. Aber ihr wart noch nie auf Baustelle arbeiten. Weil sonst, Genau. Sonst sowas braucht er Hat nicht. diese Bohrmaschine in der Hand. Jetzt kommen wir noch zu einer Frage, die habe ich jetzt jedem hier gestellt. So, mit wem würdest du am liebsten ein Feature machen international? Also wenn du jetzt die Chance hättest, egal mit wem, tot oder lebendig, internationaler Künstler ein Feature zu machen, wer wäre das für dich? Boah, das ist echt eine schwere Frage, Mann. Mein Lieblingskünstler war eigentlich Kool Savas. War. Aber wir sind jetzt noch international. Achso, international. So der deutsche Künstler, den fragen, oder fangen wir an, mit wem in Deutschland als erstes? Weil jetzt bist du schon Lieblingskünstler, Kool Savas. Wäre das auch dein Traumfeature oder nicht? Nein, das ist nicht mal mein Lieblings. Ich würde eher, weißt du was, ich schaue so auf das Kleine. Ich schaue immer nicht, wer ist der gehypteste, sondern ich schaue, wer ist cool und Dings. Also mit Capital Bra. Nein, mit ihm nicht, Mann. Nein, weil er ist schon hochgehypt. Er ist ein Name. Ich würde sagen, Bass Sultan Hengst. Ja, Mann, auf jeden Fall. Bass Sultan Hengst wäre so. Einer meiner Lieblingskünstler auch. Das ist so für mich. So Album Schmetterlingseffekt, krasses Ding. Geiler Typ, also also mir taugt sein Flow allgemein. Alles so, er ist bodenständig. Er ist auch die neue Scheiße mit Flair auch. Taugt mir, auf jeden Fall. So. Auf jeden Fall. Ich finde, sein Comeback ist auf jeden Fall gelungen. Brutal. Gibt nicht viele Künstler, die es schaffen, erfolgreich ein Comeback zu starten. Aber man muss auch sagen, Flair auch krasser Supporter, also bis jetzt. Jeder, der mit Flair Mucke gemacht hat, war zumindest in der Zeit erfolgreich. Ja, okay. Flair habe ich nie so gefeiert, aber... aber du weißt, er hat alles erfunden, Bruder. Egal. So wie du jetzt mit deinen Jordan Borden, Bruder. Er hat diesen scheiß Jordan-Anzug. Er hat den designt, bevor Jordan überhaupt wusste, dass es dieses Design gibt, Bruder. Er hat die Brille erfunden. So wie Erko gesagt hat, oder? Nee, ich meine, also, um Gottes Willen, er ist ein guter Künstler auf seine Art, aber nicht so einer, den ich feiere. Ist Real Talk. Aber Bass Sultan Hengst habe ich immer seit Tag 1 gefeiert. Ich weiß nicht warum, wieso, weshalb, aber der hat es einfach. Der hat einfach diesen Flow, der hat diese aussagekräftigen Wörter, Punchlines. Ja, Mann, er hat halt seinen eigenen Style. Ganz genau. Und viele haben es damals nicht gefeiert. Das war halt für viele auch ein bisschen zu hart. So. Ja. Aber ich fand's geil immer. Ich finde es sehr schade, sehr, sehr schade. Welcher Künstler international? International, der lebt gar nicht mehr. Aber wer ist das? Tupac. Tupac? Ja, Mann. Immer noch? Immer.
Findest du, Tupac. keiner kann heutzutage so mithalten? Klar, Oder kann so? jeder, aber das bleibt ein gefragter Mann. Der hat mit 25 Jahren. War einer der ersten Rapper, die du gehört hast, oder Ja, kam durch das meine dann erst Schwester, später? ja. War Ja, das weil schon- ich bin hat von schon 7 geprägt? Kindern der Kleinste. Und Weil dann ich hört schwör's man dir, Tupac. Bruder, ich liebe Tupac und Biggie. Aber jeder du weiß bist es, Biggie, aber- ich weiß. Na, nicht nur deswegen, Bruder, aber ich weiß noch, ich war mal so vor ein paar Monaten hinterm CPN in Neuhausen, hab California Love gehört von Tupac, und dann kommen so 12-, 13-jährige kleine Pisser zu mir aus dem Freizeitheim da, sagen so, was ist denn das für eine Scheißmusik, sagen die zu mir so. Ja, weil die keine Diese Ahnung kleinen haben. Pisser, geht's mal weiter, ihr wisst Weil die nicht, was keine gut ist. Ahnung haben. Aber da habe ich mich ein bisschen erinnert an so die Älteren, die damals zu uns immer gesagt haben, ihr habt keine Ahnung, wisst ihr nicht, wer AC/DC ist oder so. Bruder, ich weiß noch dein Tattoo mit deinen Grabsteinen, das erste Tattoo damals. Normal Tupac, Biggies oder so. Ganz genau, ganz genau. Und Das war das halt ist, richtiger Hip-Hop, so. In sagst unserer es. Zeit damals Ja, halt so. ja. Die Hose tragen, wie die sie tragen. man, damals war richtig das- breit normal, und das. Bruder. Aber, Bandana auf den aber Kopf wenn gewickelt, wenn du das heute alles so betrachtest, kommt das alles zurück. Ich habe schon Normal damals kommt gesagt. es wieder zurück, Bruder. Schau mal, frag mal die Jugend heutzutage so, bevor jetzt viele. Im Endeffekt auch diese ganzen Fullanzüge, die jetzt in sind, waren schon damals da. Natürlich, viele. Schau mal, die Fila-Schuhe kommen heutzutage wieder und die werden zum Trend. Hey, die habe ich mit. Helly Hansen, Jacke. Ganz genau. Buffalos habe ich auch wieder Ganz gesehen, genau. vor kurzem. Entschuldigung, ich wollte jetzt gerade was aussprechen, das spare ich mir am Stachus. Weißt du, wer da stand? Wer zurück? Wer? Nee, das sage ich jetzt nicht. Aber sei Nein, Doch, nein. komm. Ja, das weiß jeder, der das hört. Wer Sag stand mal. vor McDonalds mit seinen Buffalos und diesen Adidas-Knopfhosen? Wer? Nein, Sag, komm. Tokyo Hotel. Na, Take Group an. Oder wie die hießen. Na, Schmarrn, Dicker. Bruder, du weißt, was ich meine. So, aber diese Alles kommt wieder Schnellfickhosen zurück. waren schon richtig in. Frag Bruder. mal die Jugend. Ich hatte die in allen Farben, die Adidas Knopfhosen, Bruder. das in war, jeder das Farbe, war gelb, ganz rot, genau. grün, Ja. egal was. Frag mal die Jugend heute, kennen sie Kappa, kennen sie, Weißt du, was auch wieder gekommen ist? Wir haben früher zu dem Schuh gesagt Nike Breaker. Die heißen jetzt Nike Classic auf ganz einmal. genau, Hast ganz du die genau. gesehen? Diese Ja, wo nur diese Bruder, Zeichen waren. und zu der Zeit habe ich getanzt. Da war ich Breaker. Ich und weiß danach noch- kam die Adidas. Wo Run DMC den Ja, die ersten Song- Superstars, Ganz normal. genau, die Superstars. klar. Bruder, jetzt kommt es heute raus. Und jetzt ist die Jugend so, hey, wir sind was Neues. Hey, wo du das... Hey, komm mal runter, Peter. Weißt schon, was ist los? Hast du schon für uns ein Release-Date für deine nächste Sache? Bruder, wir haben viele Sachen. Ich habe viele Solo-Sachen, die werden auch rauskommen. Ich muss... Circa, weißt du schon was? Kann ich dir nicht wirklich sagen. Kann Komm, ich, Bruder, lass doch mal also ein paar es kommt, Infos es kommt jetzt auf jeden Fall, was ich verraten kann, kommt mit uns allen PVL. Das wollen wir PVL 2 nennen, was es gar nicht eigentlich mit denen zu tun hat, aber wir wollen so ein Dings, Dass ihr jetzt eine Gruppe seid. und ganz so. genau. Wir haben zu viert. Du warst halt schon immer Boygroup-Gänger, Bruder. Ja, ich und Nestik sind ja PVL. Wir haben es ja gegründet. Wir sind ja seit Tag 1 PVL. Dann ist MBMA, jetzt ist Ghostshot dazugekommen. Jetzt haben wir haben mehrere Songs. Nur jetzt wird ein Song kommen. Das wird so PVL 2. Kommt der noch dieses Jahr oder nächstes Jahr? Ich hoffe dieses Jahr, der ist jetzt schon beim Mastern, Mix Mastern, wir haben schon die Weißt du, ersten wer es Versionen. momentan macht? Hä? Wer mixt, wer mastert? Den Song mixt, verrate ich jetzt Cavelli. Kennst du ja. Cavelli, ja normal. Cavelli, Ich Cavelli, bin sehr heute starker mit ihm ein Künstler. Lied raus, 2359. Echt? Ja, Molos. Sehr, mit sehr Cavelli, starker Künstler. Hasta la Muerte, Spotify, gibt euch einen Böse. Ja, sehr, sehr, sehr starker Double Time, Künstler. Triple Time, Ja. auf jeden Fall alles. Wir haben es ihm in seine Hände übergeben, also der macht es jetzt und mal schauen, machen macht wir ja noch auch ein Video. Beats und der macht Ja, auf jeden Fall, macht der ist ja viel unterwegs, macht also sehr viel. Er macht Beats, Ganz genau. Er produziert viel, er macht sogar jetzt Techno auch.
Der macht vieles und ich finde es gut. Jeder, der Musik macht, Hammer. Aber underrated leider. Vielleicht, weil sein Wohnort auch jetzt nicht so spektakulär ist. Ja, aber das ist alles Glückssache, auch viel. Naja, aber es ist auch schon so ein bisschen die falsche Umgebung. Der hätte in eine Großstadt gemüsst, dann wäre schon ein bisschen mehr gegeben. Ja, aber München ist auch groß und schau, was hier aber passiert, München nur ist nichts. das größte Dorf, Bruder. Wir reden von Städten, Bruder. Ja, aber Man das sagt nicht umsonst das größte Dorf, Bruder. Sei mal ehrlich. Ja, Bruder, aber ich weiß Ich nicht. fühle mich manchmal so wie Oberlexingallien, Bruder. Verstehst du? So, wir sind die letzte Instanz, Bruder. Stimmt, Verstehst du, Mann. zu Rom? Ja, aber das ist so Real Talk Rap. Ja. Sehr starker Künstler, auf jeden Fall. Ja, hier mit Daus Cavelli, komm mal Artist Talk vorbei, du weißt auf jeden Fall. Bro. Bro, Rocco. ja, Rocco, Mann, auf jeden Fall. Der ist auch mit dem Ghostshot gut und alles. Und Die arbeiten ja schon lange zusammen. Ja, auf aber jeden auch Video Fall. gedreht in so einer Burg ja. und so. Der macht den Song jetzt, der Mix mastert das für uns. Auf jeden Fall, dann erwartet noch ein Song. Boah, Habt ihr auch Video dazu gedreht oder noch? Nee, machen wir. Macht sie noch. Aber da sind noch Videos die zuvor kommen. Da muss ich sagen, Kankanoid kennst du? Ja, normal. Ja, auch ein Türkisch. Bruder von mir, ja. Und ja, auch krasser Song von mir und den kommt auch noch raus. Video wartet auch noch. Das sind viele Projekte, wo man sich da durchwurschteln muss jetzt. Ja, dann heißt es einfach, dass du wieder kommen musst, Bruder, weil wir sind heute am Ende. Ganz genau, Mann. Das heißt, vor dem nächsten Release meldest du dich und Mach ich. sehen wir uns auf jeden Fall vielleicht auch mit allen mal zusammen gerne. Auf jeden Fall hat mich sehr gefreut. Danke. Sehr interessant. Ich hoffe, das geht nochmal hier viral. Geht alle auf Miko abonnieren und gebt euch böse, wenn es nächstes Mal heißt Welcome Release Day. Nochmal ein Interview zum nächsten Release. Danke auf jeden Fall für die Einladung und Peace out für alle und Das war eine weitere Folge Artist Talk mit meinem Man Miko. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Abo da, lasst ein Like da, lasst einen Kommentar da. Schlagt uns weitere Rapper vor. Wir freuen uns hier auf jeden bei Artist Talk Soundstar Studios München. Bis dahin, goodbye.